Herzlich willkommen. Ich freue mich, euch zum heutigen Live-Seminar mit André Namahim mit dabei zu haben. Er wird euch heute einführen in die Elisa Mila Heil- und Lebensenergie der neuen Zeit, wird auch ein Channeling machen und erzählt euch die Geschichte, wie ist er zu dieser Heilenergie gekommen, wie wurde es ihm überbracht, er erklärt die Anwendung, die Wirkweise und wird auch mit dem Engel Nathaniel selbst sprechen und ihn zu Wort kommen lassen. Es gibt eine unglaublich intensive Energieübertragung heute. Das heißt, am besten suchst du dir einen Ort aus, an dem du ganz entspannt sein kannst und du zuhören kannst und ganz umfänglich auch von dieser Energieübertragung profitieren kannst. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Und lieber Philipp, ich danke dir für die herzliche Anmoderation. Und gerade in dem Moment, wo du gesagt hast, und das wird ein wahnsinnig tolles Seminar, dann hat es mir gleich mein Herz gleich kurz gesprungen. Und da haben wir gedacht, hoffentlich wird es wird's auch ein schönes Seminar, auch für euch. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Werdet ihr nachher jeder für sich einfach sehen und einordnen. Und auf alle Fälle ist die Energie, über die wir heute sprechen, ganz bestimmt eine tolle. Da bin ich ganz davon überzeugt. Und ja, schön, dass wir heute zusammen sein dürfen. Meine Liebste, meine Liebste hat am Dienstag ja schon ein Live Kurzseminar, so wie jetzt ich, gegeben. Es ging dabei vor allem um das Wissen der Neuzeit, um die Veränderungen, dass sich alles verändert hat. Also es hat sich wirklich alles verändert. Und ich hätte so viele Anekdoten zu erzählen, also wie viele dieser Heilerausbildungen habe ich schon gegeben, aber da habe ich in der Regel 2 Tage dafür Zeit. Und ich will mich hier natürlich nicht zu weit von meinem Erzähl hin vortragen lassen. Es geht ja letztendlich wirklich dann oder läuft auf das raus, dass über ein Channeling und der Thronenengel Nathaniel, das erzähle ich euch noch alles, wie es dazu kam, eine Übertragung der Elise Mila Energie bei euch allen, also in dieses Feld reingibt. Und ich möchte aber dennoch damit beginnen, auch die Zusammenhänge ein bisschen so zu erklären, was sich schon mal ganz grundlegend verändert hat zur früheren Energie oder wie man früher vielleicht vor 20, vor 30 Jahren oder vielleicht sogar in anderen Inkarnationen gewirkt hat, auch zusammen mit der geistigen Welt. Da war es ganz oft so, dass ein Heilkanal oder auch ein Channel-Medium sich wirklich nur erfahren hat als reiner Kanal, als Kanal in dem Moment und am besten möglichst selber gar nichts gemacht hat, sondern wirklich nur alles durchgelassen hat, soweit es möglich war. Das hat sich in der neuen Zeit sehr verändert. Ich glaube, das ist auch was für jeden von euch, vielleicht für dich, das soll ja alles keine Bewertung sein. Wir kommen alle aus einer spirituellen Richtung. Ich habe ja auch vor über 30 Jahren begonnen, so in meine erste Spiritualität oder Esoterik reinzufinden, Bücher gelesen und natürlich gibt es vieles an altem, überlieferten Wissen. Und ich durfte einfach feststellen, oder wir, dass nicht alles so bleibt, wie es immer war. Ganz im Gegenteil, dass jetzt eine Zeit ist, in der sich vieles verändert. Also ich habe ja vorher schon angekündigt, eigentlich sich alles verändert. Und das Wissen althergebrachtes, das oftmals in anderen Zeiten oder auch Zeitepochen absolut berechtigt war, vielleicht sogar auch noch bei uns vor 30, 40 Jahren,
und auch tausende von Jahren alt ist, langsam seine Berechtigung verliert. Das ist natürlich eine Aussage. Ich weiß, dass manche dabei Mühe haben, das nachzuvollziehen, besonders weil natürlich das Überangebot immer wieder weitergetragen wird, was früher gut war, ist auch heute gut, und je älter das Wissen ist, umso genauer sollte es sein vielleicht, aber natürlich ist es so, dass das göttliche Gedankenfeld und die geistige Welt, die Engel, zu jeder Zeit zu den Menschen sprechen, Botschaften übermitteln, neue Heilweisen übermitteln, und dass das nicht nur früher so war, sondern heute genauso und vielleicht sogar mehr denn je, und dass für diesen Wandel der Zeit einfach neue, veränderte, nicht alle, aber manche Gesetzmäßigkeiten gelten und die Spielregeln sich einfach ein Stück verändern. Also in jeder Zeitepoche über diese vielen Tausenden, sogar Millionen von Jahren, seit wir hier auf diesem Planeten sind, du auch, so viele Inkarnationen gelebt hast, seit Anbeginn der Zeit hier, Lemurien, Atlantis und so weiter, sich in jeder Zeitepoche gab es ein übergeordnetes Thema und eine bestimmte Ausrichtung, die die Spiritualität der Menschen geprägt hat und die auch der rote Faden war. Und so ist es jetzt im goldenen Zeitalter auch wieder. Und wer am Dienstag dabei war, als eben Adamea, meine Liebste, da versucht hat, in 1,5 Stunden so ein bisschen einen Einblick zu geben, was natürlich nur ein kleiner Teil ist. Ich könnte jetzt hier auch tagelang reden und es würde mir gar nicht so schwer fallen, weil es gäbe so viel zu erzählen. Aber wir haben ja natürlich auch unsere Angebote, ihr könnt uns erreichen und wo ihr dann auch mehr erfahren könnt. Auch auf unserer Homepage auf chelleson.com findet ihr ja alle Zugänge auch. Was ist denn das Wichtigste, was sich verändert hat, jetzt, um es aus meiner Sicht hier passend einzufügen? Unser Energiesystem. Unsere Chakren haben sich verändert. Die Form, die Funktion, die Schwingungsfrequenz der Chakren hat sich verändert. Damit haben sich auch die Farben verändert. Man kann sich gut vorstellen, wenn sich die Chakren sind ja die Schnittstelle, könnte man sagen, zwischen unserem feinstofflichen Körper, unserer Aura und unserem physischen Körper. Wenn sich da viel verändert, dann hat sich im Vorfeld schon in den feinstofflichen Körpern sehr vieles verändert. Also da haben sich mehrere Seelenschichten geöffnet. 12 Seelenschichten gibt es. Wir haben über Hunderte von Jahren nur in der ersten Seelenschicht uns erfahren. Das verändert schon so vieles. Das verändert so vieles an dem, was man vielleicht fühlt, was man erlebt, auch vielleicht manchmal als körperliches Symptom, dass selbst diese Zuordnungen, Krankheit als Symbol, völlig neu gedacht werden müssten, weil diese weiteren Seelenschichten sich öffnen und dort Erfahrungsmuster gespeichert sind, die das, was über Tausende von Jahren gestimmt hat, nochmal nicht über den Haufen werfen, aber in einen viel größeren Kontext setzen. Also nur mal so einen Einblick zu schaffen und zu sagen, wenn sich die Chakren verändern und andere höherdimensionale Energie aufnehmen, ja, dann muss ja diese Energie auch weitergeleitet werden in den physischen Körper. Der ist ja auch da und beschäftigt uns so unglaublich. Er zieht so viel Energie, natürlich, er hat immer irgendwas, er meldet immer irgendwas. Es ist zu warm, es ist zu kalt, ich habe Hunger. Diese ganzen Geschichten, und wir sind eigentlich 90% des Tages mindestens mit unserem Körper beschäftigt,
was uns natürlich auch ein bisschen ablenkt von unserem Gefühl für die Energien der Seele. Aber gut, lassen wir das mal so stehen. Infolgedessen, dass sich die Chakren verändern und neue Energien, vor allem hochmagnetische Energien, weil die magnetischen Energien die Energien der Wirklichkeit sind, das elektrische Prinzip, auf dem unsere Körper noch beruhen und funktionieren, auch in den Synapsen mit den Nervenbahnen, ist das System der Dualität. Also das wird sich wirklich komplett verändern. Verändern sich natürlich auch unsere Energiebahnen im Körper. Es ist von den alten Chinesen, traditionelle Medizin vor allem ja bekannt, dass es Meridianbahnen gibt und dass die im Körper auch lokalisiert, also der Meridian läuft hier, der andere läuft hier und so weiter. Und wenn das nicht so wäre, dann könnte man auch keine Akupunkturnadeln draufsetzen oder Akupressur betreiben oder so. Also ist es schon wichtig, um so ein System wie dieses Meridiansystem behandeln zu können, dass man klare Anhaltspunkte hat. Jetzt, diese Veränderungen sind halt so tiefgreifend und sie bringen uns Menschen oder fordern uns auf, und jetzt zunächst natürlich mal die sich spirituell entwickeln, völlig neue Arten und Perspektiven des Denkens im Energetischen zuzulassen, also höhere Bewusstseinskonzepte zuzulassen und aufzunehmen, dass eben natürlich es sowas wie was Festes und Materie nicht wirklich gibt, dass jede Energie lebendig ist und in Veränderung, in Bewegung ist. Und diesen Prozess, den wir jetzt durchmachen auf dem Planeten, ist die größte Veränderung, die es jemals gab. Und sie findet auf eine Art und Weise statt, in einer Geschwindigkeit, die uns manches Mal wirklich den Atem raubt. Und vielleicht kannst du das auch nachvollziehen, dass du manches Mal gar nicht einordnen kannst. Was ist denn heute wieder los? Wie fühle ich mich denn heute? Warum trägt der Körper jetzt gerade dieses Symptom? Morgen ist es wieder weg, dann ist es wieder was anderes. Natürlich gibt es immer auch noch Krankheiten und Erkrankungen, aber diese ganzen unerklärlichen Krankheitsbilder oder Symptome, die ja letztendlich schon der Beginn der Heilung sind, weil es die Sprache der Seele und des Körpers ist, auf die wir aufmerksam werden, die sind ja da und man spürt sie und weiß oft nicht, wie man es einordnen kann. Was ist jetzt auch eine Krankheit oder was ist ein Lichtkörpersymptom? Würde aber an der Stelle auch zu weit führen. Ich möchte eines gerne vermitteln, dass diese Veränderung so tiefgreifend ist, dass selbst unsere Körper, vor allem jetzt bei den Menschen, die so vorausgehen in ihrer energetischen Entwicklung, schon damit beginnen, dass die Versorgung über die Meridianbahnen innerhalb des Körpers, die Zufuhr auch zu den Zellen, über ein neues Meridiansystem, das sich herausbildet. Also manche kennen diesen Begriff, das axiatonale, aber im Meridiansystem gefällt mir aber nicht so gut und ist auch ein sehr alter Begriff. Ich nenne es ganz einfach dynamische Leylines, Leylines für Energiebahnen, die schon auch sichtbar sind, wenn man sich es anschaut, bei manchen. Und so war es bei den Chakren auch. Die Chakren haben ja nicht mit einem Schlag, das alte Chakrasystem wurde abgeschaltet, das neue angeschaltet. So ist es ja nie. Es gibt immer Übergangsphasen. So ist es natürlich auch und ganz besonders im Körperlichen, weil dort die Energie noch ein bisschen dichter ist. Der Körper braucht immer ein bisschen länger, mehr Raum, mehr Zeit. Und diese dynamischen Leylines sind eben nicht mehr lokal verortbar. Sie fließen genauso dann, oder dorthin geht die Entwicklung, wie
wie unsere Energiebahnen auch im Lichtkörper zum Beispiel, auch in der Aura, die Energieflüsse, die Energiebahnen nichts Starres sind, sondern bewegliche, lebendige Felder der Energie oder auch Energiebahnen, die sich immer ihren Weg suchen, so wie es gerade richtig ist. Das hat natürlich zur Folge, dass es sehr, sehr schwierig wird zu sagen, so ist es jetzt. Und morgen ist es eben dann plötzlich schon wieder anders. Aus unserer Sicht gibt es nur eines, überzugehen in wirklich komplett intuitives Wirken und Heilen. Jeden Menschen in jedem Moment neu betrachten, also Möglichkeiten und Wege zu finden, auch Fähigkeiten zu nutzen, wie vielleicht die Hellsichtigkeit oder die Hellfühligkeit oder das tiefe Vertrauen in die Intuition, dass du da geführt wirst, um dem gerecht zu werden überhaupt. Und was ja schon gleich gar nicht geht und gar nicht mehr geht, ist zu sagen, die Menschen, bei jedem Menschen, so ist es, das ist das Meridiansystem, bei dem ist das so, das Chakrasystem. Die Entwicklungszustände unter uns Menschen, unter unserer Menschenfamilie gehen ja sehr weit im Moment auseinander. Manche, die sich intensiv wirklich mit dem Energetischen und Spirituellen beschäftigen und andere, die da noch überhaupt keinen Zugang haben. Das spiegelt sich natürlich im ganzen Energiesystem wieder und auch in dieser Entwicklung des Energiesystems. Das ist ja klar. Ja, jetzt, was mal abgesehen von diesem Switch, den man wirklich, ich sage eigentlich machen muss, um nicht auf der Strecke zu bleiben, Strecke zu bleiben, sagen wir mal, wenn du vielleicht Heiler bist oder Heiler werden möchtest, am Alten zu lange festzuhalten. Am Alten hört sich sehr bewertend an dem, was halt vorher war und vorher lange richtig und gut war. Das muss man dazu sagen. Und sich auf das Neue einzulassen. Im Moment ist es so, und ich habe so viele Gespräche, natürlich auch Bekannte mit Heilpraktikern, teilweise auch Ärzten, aber die sind ja da nicht so drin, aber Heilpraktiker vor allem und energetische Heiler, die sagen, es ist seltsam. Ich hatte früher eine Erfolgsquote mit dem und dem und der Methode und ich weiß nicht, irgendwie ist es nicht mehr so. Die Leute reagieren so unterschiedlich. Manche reagieren super drauf, andere wieder gar nicht. Klar, wo das Energiesystem schon weiterentwickelt ist, ausgebildet, die reagieren natürlich auf die alten Ansätze kaum mehr. Die bräuchten schon wirklich die neuen energetischen Methoden, die Energien der Neuzeit. Menschen, die noch etwas sehr, wo die Energien noch ein bisschen dichter sind im Energiefeld, bei denen wirkt oft auch noch das Althergebrachte. Also das ist so, es überlappt sich, es ist schwammig, man kann es nicht sagen. Bei jemand, der sich da so in der Mitte befindet, wirkt das noch und so und das wirkt aber auch schon. Also es ist nicht so leicht, es ist, wir müssen alle aus der Komfortzone raus mit unserem Denken, mit unseren Herangehensweisen und natürlich auch, wie wir uns selber wahrnehmen und betrachten als lebendige Energie. Diese Intelligenz, diese Fähigkeit der Selbstheilung, das ist ja bekannt, also der innere Heiler auch, das ist ein eigenes energetisches Feld in uns, der ist aber leider nicht so leicht anzusprechen. Also da braucht es eine tiefe Absicht, dass der aktiv wird. Und das ist dann das, was man sagt, egal, du kannst zum besten Heiler der Welt gehen
wer ist das schon? Also egal zu welchem Heiler du gehst, kein Heiler kann etwas gegen deine Seele tun. Wenn deine Seele nicht einverstanden ist, die Heilung anzunehmen, aus welchen Gründen, gehen wir jetzt mal gar nicht näher darauf ein, gibt es verschiedene Gründe, was das sein kann. Dann egal, was dieser Heiler macht, dann kann er dir nicht, also helfen vielleicht schon auf irgendeine Art, aber er kann nicht wirklich Heilung dann auf allen Ebenen einfach bewirken. Heilung ist nichts, was einem einfach übergestülpt werden kann. Es braucht das Okay der eigenen Seele. Die Seele muss bereit sein dafür. Also du, klar, wenn ich dich frage und sage, bist du bereit für Heilung? Dann sagst du, ja, natürlich, klar. Aber der Seelenkern, das ist ja sehr komplex auch. Vielleicht braucht es manchmal noch ein Symptom oder irgendwas für eine Bewusstwerdung. Vielleicht gibt ein Symptom auch noch eine gewisse Sicherheit oder hält einem irgendwas vom Leib. Also diese positive, wie man sagt, dieser positive, fällt mir jetzt nicht ein, also was für einen halt positiv an der Sache ist, auch wenn man es nicht bewusst so sagen würde. Und ja, was könnte dann ein Heiler der neuen Zeit einem Menschen geben? Dann könntest du ja sagen, dann spielt es ja keine Rolle, ob es eine Methode, eine Energieform oder der alten Energien ist oder der neuen Energien, wenn es auf den Heiler gar nicht ankommt. Also ein bisschen kommt es schon drauf an, auf den Heiler. Erstens mal natürlich, mit welcher Art von Empathie oder eher diesen Raum der Liebe aufspannt, in dem dann so Heilung geschehen kann, also wo dann auch sich der innere Heiler des anderen angezogen fühlt. Und zum anderen braucht es, und das ist das, was man dann die Heilströme, die Heilenergie nennt, eine Kraft, die was in Bewegung bringt. Heute möchte ich zu dir über die Elise-Energie sprechen. Das heißt korrekt Elise-Mila, weil es zwei Komponenten sind. Das ist einmal die Elise-Energie, das ist die Heil- und Lebensenergie, die ganz speziell ist. Ich sage noch was dazu. Und Mila sind die magnetischen Impulse, die dabei auch übertragen werden. Die sind dann auch wichtig für dieses neue oder für die Veränderung zum neuen Meridiansystem. Die Elise-Energie ist eine Energie, die, ich sage es mal so, oder beginne mal so, alle von euch, glaube ich, kennen Reiki. Ich auch, ich war ja 1997 habe ich meinen Reiki-Lehrer und Meister gemacht, habe viele Reiki-Einweihungen gegeben, wunderbare Energie, sie ist immer noch auch wunderbar. Und die Reiki-Energie entspringt der Christus-Energie, das hat sie mit der Elise-Energie gemeinsam, aber es ist eine andere Frequenz, aber das macht nichts. Entspringt dennoch der Christus-Energie. Zur damaligen Zeit, als Reiki gegeben wurde, uns auf unserem Planeten, war es nur möglich und auch erlaubt vom Energetischen her, dass eine Energie in unserem Seelenaspekt wirksam wird und somit auch im körperlichen Aspekt, also im physischen Körper. Der Lichtkörperprozess, also diese große Ausdehnung hin zum völligen Erwachen, zum kosmischen Menschen, hast du vielleicht schon gehört auch, der Lichtkörper ist ja, da ist der Seelenaspekt und der körperliche nur ein Teil von 19 Aspekten. Also es gibt da viele Energiefelder, Zirkulationen im Lichtkörper, die wir jetzt mal einfach Aspekte nennen wollen. Und diese Aspekte benötigen, weil es auch eine Entwicklung der neuen Zeit ist, dass diese Aspekte aktiv werden können, auch andere Energien, um sie anzusprechen. Da kann halt Reiki nicht so ran. Die Elise-Energie schon.
die spricht verschiedene weitere Aspekte des Lichtkörpers an und verbindet dich vor allem wieder mit deinem Ursprung, das heißt, wo deine Seele erschaffen wurde, in dieser Lichtmembran, in diesem Lichtkokon im Universum. Es ist sehr ähnlich wie die Mutter ein Kind austrägt in ihrem Bauch. Du könntest dir vorstellen, das Fruchtwasser, das den Fötus da nährt, also die Seele, wäre die Elise-Energie, und so kennt jede Seele, jedes inkarnierte Leben kennt diese Elise-Energie. Es ist eine so universelle Energie, man könnte sagen, die Elise-Energie ist ein Schlüssel, der in jedes Schloss passt. Bei jedem Menschen, bei jedem Tier. Ja, sogar Pflanzen lieben Elise, aber da hat es jetzt keine so große Bedeutung für die Pflanzen, aber für die Tiere zum Beispiel ganz besonders auch. Diese Elise-Energie wird gebraucht, dass die Seele und der Körper sich hier in der Dualität halten können. Also das ist so eine Nährungsenergie, die grundlegende Lebensenergie, möchte ich sagen. Und obwohl ich diese Vergleiche nicht so sehr gerne habe, aber sie sagen ja dann doch was. Also wenn in der alten chinesischen Medizin, der traditionellen, gesprochen wird von dem vor- und nachgeburtlichen Qi, Qi als Energie, dann ist ja das Nachgeburtliche das, was wir auffüllen können, indem wir uns was Gutes tun, indem wir andere Menschen lieben, denen was Gutes tun, indem wir Freude leben und so weiter. Das füllt unsere Lebensenergie wieder auf. Essen vielleicht auch. Und was auch so ein Auffüller war der Lebensenergie, zum Beispiel war die Reiki-Energie. Dann gibt es aber auch das vorgeburtliche Qi, wo es heißt, das wird einem mitgegeben, kann aber nicht mehr aufgefüllt werden, sondern das ist wie so ein Reservoir, das sich aber im Laufe des Lebens verbraucht. Und es wäre jetzt eine zu große Geschichte, warum wir als Menschen oder als Planet uns zu einem bestimmten Zeitpunkt von dieser Elise-Energie abgeschnitten haben, also dass sie ständig wieder zu uns nachfließen kann. Und infolgedessen haben sich unsere Inkarnationszeiten, also heute ist es ja, wenn jemand 800 Jahre alt wird, oder es gab natürlich Zeiten, wenn jemand 60 wurde, war das schon alt, dass die Elise-Energie sich verbraucht hat, und dann war weniger jetzt die Zeit des Lebens abgelaufen, wenn jemand jetzt nicht an einer anderen Erkrankung oder Unfall gegangen ist, sondern das war dann einfach, wenn die Elise-Energie zur Neige ging, dann war spätestens dann war natürlich diese Inkarnation vorbei, die Seele ist zurückgekehrt wieder in den Schoß ihrer kosmischen Eltern, und da wurde wieder für die nächste Inkarnation dann Elise aufgefüllt. Übrigens, warum und wie weit es so weit kommen konnte, dass wir uns da abgetrennt haben, und das ist gar nichts Schlimmes, sondern das ist eigentlich eine riesengroße Liebesgeschichte, die da im Universum passiert ist. Denn unser Universum ist pure Liebe und Gott ist pure Liebe. Kann ich jetzt hier nicht alles erzählen. Schaut mal das Büchlein Elise, Funke des Erwachens. Steht alles im Kontext drin. Wenn ihr auf unsere Homepage geht und unseren Job, dann findet ihr das alles. Die Elise-Energie hat verschiedene Aspekte, Attribute, die mittlerweile also gibt es hunderte von Elise-Trainern, also die Einweihung auch weitergeben können, in Elise Mila, in diesen Heilkanal, und es gibt Tausende von Heilern mittlerweile seit 2007. Also da wurde mir von Engel Nathaniel diese Energie übergeben. Bis hin zum Jetzt, das ist ja jetzt schon eine lange Zeit her,
15, 16 Jahre, wenn ich richtig rechne. Und da hat sich natürlich vieles an der Energie selber nicht verändert. Die Energie, eine Neuzeitenergie, und vor allem möchte ich auch dazu sagen, was wichtig ist, das sind hochintelligente, eigenintelligente Energien, die immer in Verbindung mit deiner Seele wirken. Also die machen nicht irgendwas, was nicht gut wäre, sondern lösen immer das auf oder bringen da eine Erweiterung und Lösung, wo es jetzt genau richtig ist, damit du dich optimal entwickeln kannst. Und diese Art von Wirklichkeitsenergien, wenn du mit denen als Heiler arbeitest, dann kannst du ganz entspannen. Ob du jetzt für dich alleine das machst oder für andere Menschen, weil dieser Anspruch, den Heiler oft haben, sie müssen ein Ergebnis liefern, oder Menschen, die zu Heilern gehen, erwarten etwas, ein Heilerfolg oder so. Wenn du weißt, alles, was du geben kannst, ist einfach deine Absicht der Liebe, die Neutralität, ohne etwas zu wollen, was Bestimmtes. Du lässt diese Energieströme fließen durch deinen Kanal, der dir von Nathaniel geöffnet wurde, und du übernimmst keine Verantwortung dafür, kannst du auch nicht. Wäre auch anmaßend, das zu glauben, ob dein Gegenüber, der Mensch, diese Heilung annehmen kann und auch wann er sie annehmen kann. Es kann ja sein, dass du das ist ja alles, passiert ja nicht vielleicht manchmal von heute auf morgen, manchmal schon. Manchmal passieren so Wunder in so kurzer Zeit, dass man sie als Wunder erfasst. Und anderes Mal passieren Wunder über einen längeren Zeitraum und man verliert den Blick dafür, dass das auch ein Wunder war. Also diese Heilenergien der neuen Zeit sind aus meiner Sicht wirklich ersetzen letztendlich früher oder später alle Methoden, alles, was niedergeschrieben ist und nach einem bestimmten Schema funktioniert. Und das geht so weit bis natürlich auch, ja, nee, will jetzt gar nicht drauf eingehen. Also, es wird eigentlich leichter, es wird wirklich leichter, Heilung weitergeben zu können oder für Menschen auch Heilung anzunehmen, weil es einfacher wird. Nur ist es oft jetzt noch so, dass vielen Menschen manche Dinge einfach zu einfach sind. Wir haben so gelernt, dass Heilung kompliziert ist. Da gibt es so viele Mittelchen und das noch und hier noch und alles an der Peripherie ist so viel, aber im Zentrum des Ganzen ist Heilung sehr einfach, wenn man es zulässt. Wenn du deinen Verstand bereit bist auszuschalten und wirklich den Seelenenergien erlaubst, so zu fließen, wie die Heilströme, die noch dazukommen, sie lenken. Dann passieren Dinge, die man sich so vielleicht gar nicht vorstellen kann, die auch keiner erklären kann und wo es nichts sonst noch braucht. Und ja, also ich will das natürlich nicht, ich möchte auch fairerweise dazu sagen, es gibt auch Tage mal, da habe ich Kopfweh einfach, da nehme ich eine Kopfwehtablette. Und manches Mal darf man sich auch so eine relativ einfache Lösung gönnen und manches Mal sind es auch Dinge oder ein Mittelchen im Außen, das einfach gut tut. Oder man kann den Körper auch unterstützen, einfach durch eine Massage oder ist ja eigentlich auch völlig egal. Alles, was dir gut tut, ist schon recht. Und immer wenn du dich deinem Körper und deiner Seele auch natürlich liebevoll zuwendest, trägt es auch zur Heilung bei. Die Elise-Energie trägt in sich
diese, ähm, diese versöhnende Energie, also sie verbindet den körperlichen Aspekt mit dem Seelenaspekt und dadurch wird ganz viel Selbstliebe frei, weil ich glaube, das kannst du auch bestätigen. Wir leben in einer Welt der Dualität und auch in den Medien. Es wird uns so vieles erzählt über unseren Körper. Erstens mal von der Schönheit her, was ist das richtige Ideal, dann so viel da geht es um Krankheit und um Sterben und um Tod und um Leid. Und natürlich, wenn wir uns auf dieses kollektive Gedankenmuster zu sehr einlassen, oder das haben wir natürlich auch, klar, seit Anbeginn, seit Kindesbeinen, auch in früheren Inkarnationen, dann führen unsere Zellen natürlich das aus, was wir ihnen sagen, mental, dieses Alterungs-, Sterbe-, Krankheitsprogramm. Es ist durchaus nicht normal und nicht gewollt ursprünglich. Und deswegen, wenn mich jemand fragen würde, was machst du so, dann würde ich sagen, wenn ich ganz frech bin, ich verkünde das Wort Gottes. Ich bin ein Botschafter, aber auf der anderen Seite, wenn ich es ein bisschen umschreiben würde, dann würde ich sagen, wir versuchen den Menschen bewusst zu machen, dass Leben viel größer ist und dass es ein ursprüngliches Leben gibt und jetzt auch eine Zeit ist, in der wir die Möglichkeit haben, Vertrauen spielt dabei eine große Rolle natürlich und Ausrichtung, auch Abgrenzung von diesen alten Gedankenmustern, uns zu regenerieren, zu erneuern in den Zellen und uns zu, man könnte sagen, es ist zwar schon ein bisschen hochgegriffen, es gibt viele Erwachenstufen, aber auch zum kosmischen Menschen zurück oder ja, zurückentwickeln. Lustig, gell? Es gibt eigentlich keine Rückentwicklung. Wir entwickeln uns immer weiter. Ich meine jetzt nicht Fortschritt. Fortschritt ist was der Verstand möchte. Er möchte fortschreiten und irgendwohin in eine unbekannte Zukunft. Aber die Seele möchte sich entwickeln, weil eigentlich ist ja alles da drin. Entwickeln. Das wieder zum Vorschein bringen. Und da nutzen wir ja nur ein kleines Potenzial an unserer Gottesmacht und natürlich auch an unseren Fähigkeiten. Und da ist Heilen nur eine davon. Oder Channeln zum Beispiel. Ja, die Elise-Energie ist eine Heilenergie, sie ist eine Lebensenergie, sie ist eine Versöhnungsenergie. Sie spendet sehr viel Geborgenheit, sie trägt dieses Attribut, vorher schon mal die Metapher erzählt, wie ein Kind im Mutterbauch völlig umsorgt und geborgen ist. So waren wir, als unsere Seele im Universum erschaffen wurde, in der Monadenseele eingebettet. Auch weitere Energien natürlich spielen eine Rolle, aber auch ganz stark die Elise-Energie, die Seele nährt und letztendlich sie auch vorbereitet hat, für die Inkarnationen als Mensch in einen Körper reinzugehen auf unserem Planeten. Übrigens nicht nur auf unserem Planeten, sondern auch auf anderen Planeten. So viele Planeten sind bewohnt in unserem Universum. Sogar Planeten, die sehr nahe sind. Und der Mensch sieht es einfach nicht. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ja, die Elise-Energie ist was mir gegeben wurde. Ich bin sowas wie der Pate. Seit 2007 peppel ich das Baby auf. Es ist mittlerweile schon ein kleiner Erwachsener geworden und habe es auch sehr umsorgt und beschützt. Und ich glaube, bisher ist mir das sehr, sehr gut gelungen.
auch diese Qualitätssicherung, dass die Menschen vor allem, wenn ich Elise Mila Trainer ausbilde, ich nur diese Ausbildungen selber gebe, auch um wirklich, und es hat gut geklappt. Es kommen ganz wenig Dinge, wo ich mir denke, okay, oh, da ist irgendwie, oder wird es missbraucht. Es liegt irgendein besonderer Zauber über dieser Elise-Energie und sie ist so einfach. Ich habe mal gesagt, Elise ist nicht zickig. Elise, also da muss man was verstehen, wenn man mit Energien arbeitet. Oder mal noch eine Metapher. Du bist in einem Raum voller Menschen und du nimmst mit verschiedenen Menschen Blickkontakt auf und manche Menschen reagieren ganz leicht auf diesen Blickkontakt, kommen dann auf dich zu und fragen und nehmen Kontakt auf, nehmen leicht Kontakt auf. Andere Menschen reichten vielleicht einen Blickkontakt nicht, vielleicht musst du da auch hingehen und einfach mal anfragen, hallo, wer bist du? Erst dann entsteht eine Verbindung. Andere Energien oder Menschen sind vielleicht sehr schwer zu erreichen. Und so ist es wirklich, kann man sich das vorstellen, auch mit den verschiedenen Energien, Heilungsstrahlen. Es gibt so viele. Und das sind lebendige Energien. Die haben verschiedene Eigenheiten, Eigenschaften. Und manche Energien braucht es sehr viel, dass du sie wirklich anziehen kannst, zum einen. Eine Einweihung ist sowieso immer das Allerbeste, damit sich die Energie nicht verflüchtigt und ganz klar in einem Kanal verfügbar wird. Aber auch, wenn du mit diesen Energien arbeitest und sie anderen Menschen schickst, das wäre vielleicht eine ganz, ganz tolle Heilenergie. Kann aber passieren, dass der andere Mensch sie nicht annehmen kann, weil sie keine Anbindung findet bei ihm noch nicht in seinem Energiekörper. Also wenn was sehr spezielle Schwingung hat und der Energiekörper, die Seele des anderen diese Schwingung noch nicht kennt oder es wäre vielleicht wichtig, dass der dann eine besonders hohe Absicht entwickelt, dass sich die Energie anbinden kann bei ihm und dann wirksam werden kann. Also die Elise-Energie ist sehr bindungsfreudig. Sie ist nicht zickig eben. Sie kommt, wenn du sie anlächelst, auf dich zu. Sie wirkt, wenn ein Mensch, man muss nicht so stark den Fokus halten, wie es bei anderen Heilenergien ist, um die Heilströme zu bündeln, sondern Elise-Energie lässt sich sehr einfach bündeln. Was dann auch zur Folge hat, und das ist auch der große Erfolg der Elise-Energie, dass jeder Mensch eigentlich, der das möchte einfach und der vielleicht auch daran glaubt und darauf vertraut, dass es möglich ist, dass eine Einweihung mit einem Thronenengel Nathaniel in diesen Kanal öffnet, dass die Elise-Engel ihm diese Energie überbringen und dass sie durch ihn fließen kann. Das ist schon natürlich Voraussetzung, aber recht viel mehr braucht es nicht, um absolut optimal diese Energie weitergeben zu können, selbst wenn man mal nicht so fokussiert ist. Schön ist es und wichtig ist es schon, so sich im Herzen zu zentrieren. Manche von euch kennen vielleicht das vereinigte Chakra auch, also die Chakren miteinander in der Liebesabsicht zu vereinen. Dann, aber es braucht nicht so viel und das kann irgendwie jeder und dadurch entsteht auch ganz leicht Freude bei der Arbeit mit dieser Energie und bei der Weitergabe Menschen behandeln. Es ist nicht
Ich erinnere mich noch bei Reiki, da bin ich immer da diese Stunde an der Liege stehen. Elise Mila ist extrem effektiv. Das ist auch ein Kennzeichen der neuen Energien. Also wenn du eine Viertelstunde behandelst, und da gibt es verschiedene Punkte zu berühren, auch um das Meridiansystem, das Neue anzuregen. Aber so weit will ich jetzt auch hier gar nicht gehen. Wen es interessiert, ihr findet alle Informationen ja bei uns auf der Homepage. Ich glaube, was wichtiger und schöner wäre, wenn du bereit bist, jetzt mal mich einzuschwingen, und ich habe die Ehre dann für euch Engel Nathaniel zu channeln hier und einfach mal zu schauen, was Nathaniel an Botschaft überbringt. Das weiß ich jetzt im Vorfeld nicht. Es wird schon zu dem Thema passen natürlich, aber es wird auch eine Übertragung der Elise-Energie und der Mila-Energie geben, die, wenn du dich ein bisschen nur öffnen magst, wirst du das spüren und du wirst fühlen, dass um dich herum ein fast heiliges Feld einer goldenen Lichtenergie entsteht und dass also manche sehen und fühlen sogar die Elise-Engel, weil diese auch so eine spezielle Fähigkeit haben, sich stark zu manifestieren. Jetzt habe ich ganz, ganz viel geredet, also ich weiß jetzt nicht, ich würde mal darüber schauen, zu meiner Technik, also zum Team rüber, ob es Fragen gibt. Was? Warte, du hast das Mikro, glaube ich, nicht an. Jetzt. Jetzt könnt ihr mich hören, da ist Adamea und ich schaue hier auf eure Fragen. Sprich, liebster Namahim, ich bin jetzt gerade eine Frage kann ich vorlesen. Wenn das jeder kann, was kann ich für mich konkret tun, um da ranzukommen? Also an die Elise-Mila-Energie. Das ist die einzig aktuelle Frage. Also ich habe jetzt auch unglaublich viel geredet, glaube ich, und da fallen euch vielleicht auch gar keine Fragen ein. Ihr könnt natürlich uns auch außerhalb jetzt von dem Seminar jederzeit kontaktieren. Ihr habt ja diese Kontaktdaten, die stellt euch ja der Mind-Kongress, also Philipp, auch zur Verfügung, wie ihr uns erreichen könnt. Ansonsten werde ich nachher noch mal kurz vor Ende des Abends fragen, ob sich noch eine Frage ergeben hat. Jetzt beantworte ich sehr gerne diese eine mal. Was kannst du tun? Und lass mich sie dir so beantworten. Ich habe natürlich daran gedacht und vorbereitet und dass das euch interessiert, dass das eine Frage sein wird. Ich würde sie gerne nach dem Channeling beantworten. Und wir haben auch ein, zwei Sachen vorbereitet, die wir kurz einblenden können. Und lass mich dir bitte diese Frage nach dem Channeling beantworten. Ist das okay? I hope so. Dann macht ihr es euch bequem, wie auch immer. Ich möchte dazu sagen, ich weiß ja nicht, ob alle von euch Erfahrungen haben mit Channeling, was es bedeutet, wenn ein Medium eine Botschaft channelt. Ich meine, da bitte ich um euer Vertrauen, wenn ich euch sage, ihr braucht euch keine Gedanken machen, dass da irgendwelche Energien sich einmischen. Es ist wirklich, und ihr werdet es auch fühlen, es ist Liebe pur. Nathaniel ist ein Drohnenengel, also
einer der Engel, der die Mehrkörper Gottes hält und gleichzeitig auch der Hüter aller Heilungsfrequenzen im Universum. Und ja, da dürft ihr euch völlig mit gutem Vertrauen einfach fallen lassen und die Energien aufnehmen und die Botschaft. Und dann fangen wir an. Ich mache es so, ich lasse erst ein Lied laufen, bevor die Hintergrundmusik kommt und dann das Channeling beginnt. Und ihr werdet dieses Lied alle kennen, alle. Und ich glaube, fast jeder Mensch auf dieser Welt oder ganz, ganz viele, eines der bekanntesten Melodien dieses Planeten werdet ihr jetzt hören. Und wenn ihr euch nochmal in Erinnerung ruft, was ich euch vorher erzählt habe, dass die Elise-Energie jede Seele in sich trägt, dass jede Seele, jeder Mensch, der inkarniert, diese Energie mitbringt aus den Bereichen der Wirklichkeit, wo sie herkommt, also wo er herkommt, und dass diese Energie gebraucht wird als Lebensenergie, dass sich Körper und Seelenaspekt hier überhaupt halten können, dann wird es vielleicht Klick machen mit dieser Melodie und ja, lass dich mal überraschen und hör zu. Und ich wünsche ein wunderschönes Channeling, das wünsche ich mir im Übrigen auch. Ich bin Engel Nathaniel und voller Liebe begrüße ich euch, verbunden in einem Kollektiv des Lichtes, jetzt in diesem Augenblick. Es gibt Worte der lichten Sprache des Universums. Und immer dann, wenn wir, die hohen Lichter, die Engel, uns miteinander verbinden, senden wir diese Töne aus. Es ist natürlich lediglich ein Versuch, diese Töne in eine menschliche Form zu bringen. Und so haben wir das getan. Die Töne Omar Tassat bringen genau das zum Ausdruck. Sie sagen dir, lassen dich fühlen, du bist einer von uns. Ich sehe dein Licht, ich bin jetzt hier. Ich bin mit euch. Ich, Engel Nathaniel, ich bin ein Engel der Thronen und ich bekleide eine sehr hohe Aufgabe im Universum. So ist es zum einen, dass ich
in der vordersten Reihe, umgeben, umschließend, durchdringend, durchdrungen von der göttlichen Quelle, die Strahlen der Liebe, die sich auffächern im Universum. Behüte und begleite. Es gibt auf so vielen Planeten dieses Universums hohe Lichter, nicht nur die Engel, sondern ganz ähnlich wie bei euch auf eurem Planeten. Vielleicht in verschiedenen Formen, inkarnierte Lichter, die große Heiler sind. Immer, lasse dir sagen, immer, wenn auch ein Mensch auf deinem Planeten berufen wird, zu heilen, wenn ein Kanal, eine Einweihung vollzogen wird, in eine bestimmte Heilenergie, dann bin ich, Engel Nathaniel, zugegen. Ich selbst werde oft als der große Heilungsengel bezeichnet. Doch meine Energie an sich trägt keine heilende Energie. Ich habe andere Aufgaben und doch lenke ich die Strahlen der Heilung und verbinde sie mit den Heilungsengeln, von denen auch du vielleicht einer bist. Jeder Mensch trägt in sich die Fähigkeit des Heilens, vor allem sich selbst zu heilen. Manches Mal vergessen die Menschen oder es wurde ihnen noch nie erzählt, dass sie alles in sich tragen, dass ein Kind Gottes nicht einfach so auf einem Planeten ausgesetzt wird, schutzlos und unbehütet. Jeder Mensch, der sich dafür öffnet, der sich erlaubt zu erwachen in seinem Licht, erkennt, dass es nur ganz weniges gibt, was er nicht in sich trägt, was er nicht mitbekommen hat von seinen kosmischen Eltern, vom göttlichen Gedankenfeld, um hier in dieser Dualität, in der du dich befindest, zu bestehen. Doch geht es nicht nur darum, selbst wenn das in vielen deiner Leben so war, nur zu bestehen, mehr zu existieren als zu leben, sondern es geht darum, dass du einst versprochen hast, dass wenn die Zeit gekommen ist, du alles geben wirst, dich zu erkennen, mit deinen Fähigkeiten, mit deinem Leuchten, mit deiner Liebe zu wirken, um diesen Planeten nach Hause zu tragen. Denn dieser Planet, dein Planet, wird der Planet des Friedens sein. Ich, Engel Nathaniel,
ich bin beseelt. Jetzt für dich die Elise-Engel, dieses Feld im lebendigen Universum anzurufen. Auf dass die Elise-Engel sich herniedersenken, dich berühren, dich liebend erinnern, wer und was du bist, dass du so viel mehr bist als nur Mensch. Und dass wir dich so sehr lieben. So lasse die Elise-Engel sich dir nähern. Auch ich, Nathaniel, ich bin euch ganz nahe. Und wenn du es jetzt erlaubst, mit ein paar tiefen und ruhigen Atemzügen, den Gedanken der Wirklichkeit in dir formulierst, dass du als Seele erschaffen wurdest, dass du ein Kind der Liebe bist, dass du dir erlaubst, es anzunehmen, das Leben, die Heilung, die Entwicklung, die Erinnerung. Dann können wir damit beginnen, jetzt in diesem Augenblick die Elise-Energie zu dir zu senden. Stelle dir vor, du wärest und du bist es auch, eine leuchtende Sonne. Alles an dir ist Licht. Nur manches Mal ist dort an der Oberfläche eine Art Staubschicht. Doch dies ist nicht und vor allem jetzt nicht relevant. Denn jetzt bist du und auch wir in direktem Kontakt mit deiner Seele. Bitte deine Seele, alle Kanäle zu öffnen. Rufe den goldenen Engel in dir, so wie es richtig ist und gut. Nun die Elise-Energie aufzunehmen. Ich, Engel Nathaniel, ich sende die Mila-Impulse, die magnetischen Informationen, die den Wandel der Lichtstruktur deines Körpers unterstützt. Für Augenblicke jenseits der Worte.
Und noch während die Übertragung anhält, möchte Nathaniel dir etwas ins Bewusstsein rufen. Jede Energie des Universums, zu der du einen Bezug herstellen kannst, vielleicht durch ein Gefühl oder das Wissen oder die Bezeichnung dieser Energie in ihren Tönen, kannst du anrufen und keine Energie wird sich dir verweigern. Das Universum überträgt dir dann diese Energie. Sie schüttet sie über dich aus. Doch jetzt ist die Frage diejenige: Bist du bereit, diese Energie anzunehmen? Ist dein Energiefeld in der Lage, eine Anbindung für diese Energie zu schaffen? Ist die Erdung und der Fluss deiner Energiekörper so ausgerichtet, dass du diese Energie integrieren kannst, für dich nutzbar in die Erdung bringen kannst? Und nicht zuletzt, ist deine Seele bereit, diese Energie einzulassen? Und jetzt kommen die Menschen, die göttlichen Menschen, vielleicht auch du, ins Spiel. Wenn du zu einem Heiler gehst und eine Heilenergie durch ihn auf dich übertragen wird, durchläuft die Energie einen ganz anderen Weg, als wenn du sie aus dem Universum anrufst. Sie darf dann direkt in deine Seele gebracht werden. Die Absicht, die du aussendest, indem du zum Beispiel einen Heiler aufsuchst, ist erhöht und schafft eine Anbindungsenergie in dir. Zudem erhöht sich dadurch die Strahlkraft, die gebündelt werden kann hier auf deiner Ebene, auch der Körperlichkeit. Und die Energien betten sich tiefer und nachhaltiger ein. So macht es einen großen Sinn. Und wir sind beglückt über jede und jeden, der erlaubt, in sich eine Öffnung, einen Kanal zu öffnen, um zu dienen, den Menschen, auch Tieren und auch sich selbst. Dafür seid ihr da. Das ist eine der Aufgaben, die die Menschen tragen. Ihr seid Kanäle des höchsten Lichtes. Nun werde ich, Nathaniel, noch immer beglückt, so vielen Menschen diese Botschaft überreichen zu dürfen, mich aus dem Medium zurückziehen. Und es werden noch einige
Worte in menschlicher Sprache und Gebrauch zu euch getragen. Ich übergebe das an Namahim. Ich möchte dir sagen, dass die Engel, die Elise-Engel voller Leichtigkeit und Freude in diesem Augenblick tanzen. Sie sind bei dir und dir ganz nah. Und ich weiß, dass so viele von euch dies fühlen konnten. Stelle dir einmal vor, wie du diese Energien fühlen wirst, wenn sie gebündelt durch einen Heilkanal ganz direkt in deine Seele gebracht werden dürfen. Denn die Seele leitet die Energien dann an den Körper weiter. Ich, Engel Nathaniel, ich bedanke mich bei jedem von euch. Ich bin die Liebe selbst. Ich bin das Leuchten Gottes. Die Worte an Anascha bezeugen meine Dankbarkeit für dich, für das Leben und die Liebe in dir, an Anascha. Ja, dann bin ich's wieder. Und ich hoffe, ihr konntet es genießen und ihr konntet es auch fühlen. Ich möchte jetzt im Anschluss, ist es, glaube ich, auch noch Fragen da oder eine, ich weiß nicht genau, aber die von vorher gerne noch beantworten. Wie kommst du, derjenige, der oder die gefragt hat? Oder vielleicht ist diese Frage auch in vielen von euch, wie kommt man da ganz einfach ran, als Elise Mila Heiler diese Energie anzurufen und weitergeben zu können. An dich selbst, an prinzipiell alles, was lebt, wird diese Energie dankbar aufnehmen, also mit Tieren. Also unser Feedback, was Tiere betrifft, gell, die überlegen ja nicht, die haben ja keinen Zweifel, die nehmen die Energie, also was da alles geschieht bei Tieren gerade. Aber auch natürlich kann bei Kinder ebenso, die sind offen, aber auch bei allen anderen Menschen. Viele setzen es ein in der Sterbebegleitung, in der Geburtsbegleitung. Natürlich, Elise, stell dir mal vor, das Kind, das auf die Welt kommt, raus in diese kalte Welt erstmal und vorher schon von außen die Elise-Energie spürt, also ihre Heimatenergie und sagt, hey, so schlimm kann es da gar nicht sein da draußen und so kalt, da ist ja Elise. Also zumindest erkennen sie die Energie, die Seele. Es gibt eine Einweihung, die kann man erfahren. Es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal gibt es das Elise Mila Heiler Set, seht ihr? So. Elise Mila, wunderschöner Karton. Da sind weiße Handschuhe drin enthalten. Das sind die Engelshände, Handschuhe. Hat nichts mit Hygiene zu tun, sondern es sind Ritualhandschuhe, ist alles genau erklärt. Erhöht die Energie nochmal. Es ist eine Nathaniel Energieessenz, die ihr verwenden könnt, die vor Heilsitzungen
2 CDs, eine Musik-CD, Hintergrundmusik für Elise, so eine ganz meditative Form, gell? Für Elise, ihr habt es vorher gemerkt, diese Klänge, da, 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 für Elise, Beethoven, jeder oder keiner weiß, wer ist denn diese Elise. Ich kann euch sagen, Beethoven hat diese Energie runtergebracht und es bedeutet für das Leben, für Elise. Dann die CD1, da leitet euch Engel Nathaniel, seine Energie habt ihr jetzt schon kennengelernt, und öffnet diesen Heilkanal bei euch. Und dann ist natürlich noch ein wunderschönes, also schön und total ausführlich gestaltetes Skriptheftchen dabei, Aufzeichnungen für Elise Milaheiler mit auch Schautafeln und alles wirklich nochmal genau beschrieben. Da bleibt wirklich, also mit dem Set bleibt keine Frage offen. Und die zweite Möglichkeit ist, über Elise Miller Trainer dich einweihen zu lassen. Da bleibt hoffentlich auch keine Frage offen. Das ist auch wunderschön. Die einen mögen es lieber so über das Set für sich vollziehen, andere sagen, ich gehe gern zum Trainer, zu einer Trainerin. Und es sind ja auch wirklich Hunderte ausgebildet. Wir können mal kurz noch das Elise-Set einblenden, dass ihr nochmal seht, was da alles inklusiv ist. Wir geben da sogar auch dieses, im Moment ist auch dieses rote Büchlein über die Elise-Energie, aber da ist steht noch viel mehr drin. Aber da kann ich jetzt nicht genau, wie das alles passiert ist, dass unser Planet aus den göttlichen magnetischen Feldern herausgefallen ist. Also sehr umfangreich. Das liegt dem Set derzeit bei, also als kleine Beigabe. Dann seht ihr ja, was alles drin enthalten ist. Ich habe es euch gerade gezeigt. Kann man bei uns im Shop bestellen. Nach der Einweihung kannst du sofort anfangen, dich selber auch, ist immer auch gut, und andere zu behandeln. Und ja, ich möchte in keine unseriöse Ecke gehen, aber ich weiß, es passieren regelmäßig wundersame Dinge dadurch. Und genau, das andere, was man, jetzt zeigen wir euch noch ganz kurz was. Wir blenden kurz ein Video ein, dass ihr mal seht, wie so ein Elise-Set entsteht. Das ja, so, also das mache nach wie vor ich in Handarbeit wirklich, dieses Set alles zusammenstellen, aufladen, wird dann aufgeladen mit der Energie von Nathaniel und mit dieser Einweihungsenergie, dass das auch funktioniert, mit der CD, dass diese Energie da enthalten ist. Und die zweite Option, wie gesagt, ist zu den vielen ausgebildeten, hunderten ausgebildeten mittlerweile Elise Miller Trainern zu gehen, die vollziehen das dann auch mit euch vor Ort oder über die Ferne, vielleicht mit dem Zoom oder Skype. Das machen die individuell, und wie es halt jeder Trainer macht und handhabt, könnt ihr euch ja aussuchen. Es gibt eine Elise Miller Trainerliste mit Suchfunktion. Also können wir auch mal kurz einblenden, wie das ausschaut. Das ist eine eigene Homepage. Und Elise Miller Trainerliste, und dann seht ihr hier unsere Top-Trainer in dem Fall. Das sind die, die sich besonders verdient machen, auch um die Elise Miller Facebook-Gruppe. Und da sehr viel reingeben, deswegen stehen sie da, und unten ist noch eine Suchmaske, kann man alles eingeben, Postleitzahl, Land, wo, in welcher Gegend, und dann könnt ihr schauen unter den vielen Einträgen, ob ihr da jemanden findet, der euch sympathisch ist.
oder ob es letztendlich dann doch aufs Elise Miller Set rausläuft, das macht energetisch keinen Unterschied. Wenn ihr die Einweihung über das Set vollzieht, läuft es über meinen Stammkanal der Energie und ansonsten über den desjenigen Trainers. Also die Ausbildung haben sie ja bei mir erhalten, bei uns hier, und macht energetisch keinen Unterschied, ist beides energetisch gleichwertig, ist dann reine Geschmacksfrage, wie man es lieber hat. Ja, dann haben wir auch, habe es gerade angetönt, eine total schöne und große Elise Miller Facebook-Gruppe. Vielleicht mögt ihr da mal reinschauen, wer mag. Einfach, wer in Facebook ist, einfach in die Suchfunktion eingeben, Elise Miller oder Elise Heilenergien der neuen Zeit. Dann kommt ihr da in die Gruppe. Seht ihr ja, wenn dort steht, Gruppe von Andrena Mahim und Isabella Adamir, dann ist es die richtige. Und ja, findet Austausch statt und ja, einfach wirklich so ein Feld der Liebe, das da über die vielen Jahre schon entstanden ist. Also mir wird gerade gesagt, 2 Fragen sind noch da und die beantworte ich jetzt noch sehr, sehr gerne. Und die lauten, wenn ich das Fragenmikro einschalte und du auch, dann können wir es hören. Gut. Die eine Frage lautet, warum wird es nur eigentlich leichter, also wobei nicht? Verstehe. Es wird eigentlich leichter. Also ich habe so viel geredet, also wo im Zusammenhang ich das jetzt gesagt habe, puh, also es wird, ja, okay, vielleicht so, es wird eigentlich leichter, wenn man bereit ist, seinen Verstand beiseite zu legen. Wenn man wie gewohnt am Verstand festhält, wird es schwerer, weil die Dinge nicht mehr so funktionieren, wie sie mal funktioniert haben und weil alles ein unglaublich dynamischer und ständig sich erneuernder und erweiternder Prozess ist. Genau, deswegen. Dann noch, nehme ich diese Energie auch auf, wenn ich schlafe? Ich bin direkt eingeschlafen. Ja. Wirkt sie sowieso auch jede Nacht? Also du bist vermutlich jetzt beim Channeling weggedriftet, was manches Mal passiert. Dazu muss man auch wissen, deine Seele entscheidet ja darüber, ob du wegdriftest oder kurz einnickst oder in einen anderen Bewusstseinszustand gehst und sonst niemand. Also deine Seele macht es ja. Und da dir deine Seele immer zum höchsten Wohle dient, ist es oft so bei Menschen, damit sie ihren Verstand loslassen können, auch, dass die Seele sie so in einen anderen Zustand, zum Beispiel bei so einer Energieübertragung oder beim Channeling, reinholt, damit sie die Energien besser aufnehmen können. Also mit dem Verstand kannst du keine Energien aufnehmen. Die Seele nimmt die Energien auf und je mehr man sich also zweifelt natürlich sowieso, aber sich Gedanken macht und darüber nachdenkt oder sich der Verstand vielleicht nicht beruhigen lässt, ist es oftmals besser, in so einen Zustand reinzugleiten und dann die Energien besser aufnehmen zu können. Dann war der zweite Teil der Frage, ob das in der Nacht auch, also du hast sie jetzt aufgenommen. Die Übertragung ist so in dieser Stärke jetzt von der geistigen Welt beendet. Man muss auch wissen, dass natürlich je mehr Menschen zusammenkommen, und es sind heute viele, die ja ein energetisches Kollektiv bilden, dann nimmt die geistige Welt immer die Absicht
dieses ganzen Kollektivs und kann, je höher die Absicht ist, umso stärker die Strahlkraft der Energien machen. Es ist immer, wenn ein einzelner Mensch eine Energie anruft, auf die Art nie so stark ist, wie wenn sich jetzt vielleicht 200, 300, 400 Menschen zusammentun und in dieser Absicht sind. Ausnahme, wenn eine Einweihung vollzogen wurde, wenn dieser Kanal geöffnet wurde. Dauerhaft dann auch bei einer Einweihung, dann kann auch ein Einzelner die Energie mit einer enorm hohen Strahlkraft abrufen. Noch eine? Wie kann ich die Elise Mila Energie von anderen guten Energien unterscheiden lernen? Von anderen guten Energien unterscheiden lernen. Puh. Also erstens mal ist es so, wenn du eine Energie anrufst, dann kommt diese Energie. Wenn du eine andere anrufst, kommt eine andere Energie. Du hast ja gesagt von guten Energien. Es gibt ja viele gute Energien. Wenn jemand, also was nicht gut funktionieren würde, also ich muss es einfach, weil es einfach auch die Wahrheit ist. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich rufe jetzt die Elise-Energie aus dem Universum und dann behandle ich mein Kind, meinen Freund oder sonst jemand damit, dann passiert Folgendes. Du nimmst die Energie über dein, nennt sich spirituelles Rad auf, die fließt ein in dein Energiesystem und du gibst über deine Energiebahnen diese Energie weiter. Das ist aber nicht die reine Energie, wie wenn diese Einweihung im Kanal stattfindet, weil der Kanal ist separat ein Kanal des Dienens. Der fließt oder da fließt die Energie nicht durch dein Energiesystem hindurch, sondern nur durch diesen Kanal, nur durch dieses Resonanzmuster oder Kanal, wie man es auch nennt, ganz rein und klar. Das heißt, du gibst nichts von deiner Energie. Die Energie, die du gibst, ist nicht verfälscht, blödes Wort, nicht vermischt mit deinen Energien, was ja auch für den anderen nicht so gut wäre, sondern sie ist ganz rein und klar, so wie sie aus dem Universum zu dir gebracht wird. Und wie kannst du das unterscheiden? Einfach fühlen. Je öfter man mit einer Energie zu tun hat, umso mehr fühlt man, wie sie sich anfühlt, was es mit dir macht. Und eine andere Energie fühlt sich anders an. So ein bisschen Übung, bisschen ausprobieren, bisschen sich einlassen und ja, genau. Ist noch eine Frage? Okay. Alles gut. Dann hoffe ich, dass alles gut ist und jetzt haben wir schon ein bisschen überzogen. Dann wären wir auch am Ende. Ich möchte euch noch auf was hinweisen. So wie jetzt dieses Livestreaming stattfindet, steht normalerweise da noch ein zweiter Stuhl. Da sitzt dann die Adamea, meine Liebste. Und einmal im Monat geben wir kostenfreien, offenen Streaming-Abend, auch so 1,5 Stunden. Und da geht es immer um verschiedene Energien, um verschiedene Botschaften. Die geistige Welt überbringt Channelings. Es ist immer sehr kurzweilig und manche behaupten auch sehr lustig mit uns. Das ist einfach offen und frei. Das nennt sich der erste Dienstag, weil es immer am ersten Dienstag des Monats stattfindet. Also das nächste Mal kommenden Dienstag jetzt, das ist der erste Dienstag im Monat, der 4. Februar, abends 19:30 Uhr auf unserem Streaming-Kanal Jellyvision 11 und das funktioniert dann ganz genauso wie hier jetzt.
Ihr habt einfach eine Seite, ein Fenster, ein Player-Fenster, ihr klickt drauf und es geht los. Ihr könnt dabei sein, wenn ihr wollt. Wir freuen uns, sind weit mehr als 1000 jedes Mal dabei. Es ist eine richtig schöne Community, ein tolles Energiefeld, wo auch oft Heilsitzungen stattfinden. Und die allermeisten, die mal da waren, die bleiben auch da, weil es einfach schön ist. Und wir lieben es auch so, mit euch in Kontakt zu sein. Und deswegen haben wir das ins Leben gerufen. Es ist kostenfrei. Und schaut doch einfach mal vorbei. Unsere Homepage jellison.com, da wenn ihr ein bisschen rumklickt, dann findet ihr alles. Da findet ihr den ersten Dienstag, da findet ihr unseren Shop, da findet ihr Elise Mila, wie das alles ist, die Trainerliste, wo ihr einen Trainer finden könnt, da könnt ihr alles finden. Also wer es finden will, der findet es und so viel Selbstverantwortung darf dann sein, finde ich. Mir hat es unglaublich Spaß gemacht. Ich danke euch, dir, dass du da warst und ich danke Philipp und seinem Team vom Mind-Kongress, dass sie das möglich gemacht haben und uns eingeladen haben. Es war uns eine Ehre, also mir, ich weiß es, Adamea auch. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend noch und habt sicher noch andere interessante Sachen im Kongresspaket mit drinnen. Genießt es und zieht euch das raus, was euch im Herzen berührt. Das, glaube ich, ist immer das Wichtigste. Dann seid ihr richtig. Alles Liebe von ganzem Herzen und Ananascha, was ja Danke bedeutet. Euer Namahim, vielleicht sehen wir uns ja mal. Macht es gut. Schönen Abend. Danke. Ciao.